Frieden. Der Wunsch, mit Waffen Frieden zu erzeugen. (2024) hat mich meine Partnerin gefragt, ob es passieren kann, dass ich in den Krieg gegen Russland muss. Meine einfache und erstaunlich bestimmte Antwort lautete Nein. Ich bin über 40 Jahre alt. Ich bin Kriegsdienstverweigerer. Ich bin nie Soldat gewesen. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich gegen meinen Willen in einen Krieg gezogen werde, ist faktisch gering. Doch das ist nicht die Antwort. Meine Antwort ist bestimmt. Ich weiß, dass ich nicht in den Krieg ziehen muss. Das liegt daran, dass ich Pazifist bin. Ich erkenne die jahrtausendealte Erfahrung an, dass Gewalt keine Probleme lösen kann. Ich weiß deshalb, dass Waffen keinen Frieden schaffen, auch nicht in der Ukraine und auch nicht in einem Angriffskrieg nur zur Verteidigung. Viele Menschen sagen mir, aber man muss sich doch verteidigen können. Und rechtfertigen damit den offensichtlichen Fehlschluss, dass sie es befürworten, Waffen in ein Kriegsgebiet zu schicken, obwohl sie sich, wie sie zumindest behaupten, Frieden wünschen. Abgesehen davon, dass ich vielen dieser Menschen nicht glaube, dass sie Frieden haben wollen, sie wollen stattdessen Kontrolle über die Menschen, die sie für böse halten, und sie wollen die Macht haben, diese Menschen zu unterdrücken. Und sie glauben, dieser Zustand sei Frieden. Also abgesehen davon fehlt den Menschen in Deutschland offensichtlich eine Vorstellung davon, wie man sich gewaltfrei zur Wehr setzen kann. Mit verteidigen meinen sie Gewalt anwenden. Mit Frieden meinen sie Unterdrückung der anderen. Und sie wundern sich, dass Frieden niemals dauerhaft ist. Sich gewaltfrei zur Wehr setzen. Ich setze mich hiermit gewaltfrei zur Wehr. Auch dadurch, dass ich dieses Video veröffentliche. Ich gebe hiermit öffentlich bekannt. Wer zu mir kommt, mir eine Waffe in die Hand gibt und von mir verlangt, dass ich mit dieser Waffe anderen Menschen Gewalt antue, wird eine Enttäuschung erleben. Es wird nicht passieren. Der hier, der ist ein ganz Böser. Der hier wird Fahnenflucht begehen. Der hier wird nicht auf den Feind schießen. Der hier wird die Kriegsmaschinerie sabotieren, wo er nur kann. Der hier muss vor ein Kriegsgericht oder besser direkt an die Wand. Der hier wird mein Land nicht verteidigen. Für den gibt's das nicht, mein Land. Für den hier gibt's nur eine Menschheit. Der hier scheißt auf eure Befehle und eure Propaganda. Der hier ist Anarchist, weil für den hier alle Menschen gleichwürdig sind. Zusammenleben zwischen Menschen kann nur menschlich gestaltet werden. Und menschlich bedeutet unter anderem gewaltfrei. Der hier wird das Verbrechen begehen, menschlich zu sein und würdevoll zu handeln. Und deshalb andere würdevoll zu behandeln. Der hier wird auf Flugblättern die Lüge verbreiten, dass auch die anderen Menschen sind. Es wird nicht passieren und es wird mit Ansage nicht passieren. Diese Ansage habe ich hiermit getätigt.
Nötigenfalls werde ich sie wiederholen. Gewaltfrei bedeutet nicht kraftlos. Im Gegenteil. Das, was ich hier tue, ist kraftvoll. Sehr kraftvoll. Dennoch gebe ich mich keiner falschen Vorstellung hin. Dies ist eine sehr kraftvolle Tat eines einzigen Menschen. Gegen die Gewalt eines Staats- und Unterdrückungsapparats, wie er in diesem Land geduldet wird, bewirkt das wenig. Ich habe 1984 gelesen und ähnliches Material, unter anderem über das Dritte Reich. Gelesen und im Gegensatz zu vielen anderen verstanden. Ich bin mir darüber bewusst, welche Macht ein Staat hat und dass ein Staat mich nach Belieben unterdrücken kann. Dass ein Staat mir nach Belieben Gewalt antun, mich einsperren, demütigen, foltern, verletzen und töten kann. Ich werde hiermit nicht alleine einen Staat daran hindern, zu tun, was passiert. Und auch werde ich die Schergen des Staats, die nur die Befehle umsetzen und die Vorschriften einhalten, und die Mitläufer, die sich durch die Propaganda fernsteuern lassen, damit nicht aufhalten. Ihr seid organisiertes Verbrechen. Dennoch sind der Staat und all seine Marionetten und auch seine großkapitalistischen Hintermänner sehr beschränkt. Beschränkt auf ihre fast Allmacht, Gewalt gegen Menschen auszuüben. Es wird euch ein leichtes sein, erst recht dann, wenn ich mich erst in euren Augen schuldig gemacht habe, mich herumzuschubsen, mich zu vergewaltigen, mir die Freiheit zu nehmen, meine Gesundheit und meine Existenz zu zerstören. Ihr bildet euch darauf etwas ein. Für euch bedeutet es etwas, machtvoll zu sein. Ich dagegen kann leicht auf 2000 Jahre imperialistische Weltgeschichte zurückblicken und erkennen. Die Geschichte, die das Fundament unserer Gesellschaft bildet. Die Machthaber und die, die auf der Welle mitreiten, haben immer die Macht, die anderen mundtot zu machen, sie zu manipulieren, sie auszulöschen, Recht zu haben und am Ende die Geschichte zu revisionieren. Aber in all den 2000 Jahren imperialistischer Kultur hat das noch nie zu etwas Gutem geführt. Die Macht, etwas Gutes zu tun, fehlt euch vollkommen. Und das ist das Einzige, auf das es ankommt. Ihr seid völlig kraftlos. Ich bin kraftvoll, darin etwas Gutes zu schaffen. Das liegt außerhalb eurer Macht. Es liegt außerhalb der Wirksamkeit von Macht generell. Die Kraft, etwas Gutes zu schaffen, liegt in Menschen wie mir und in dieser menschlichen Tat und Haltung. Ihr könnt mich daran hindern, Recht zu tun. Ihr könnt Unrecht tun. Aber ihr könnt nicht etwas Gutes schaffen. Ihr könnt nichts Rechtes tun. Und deshalb tut ihr mir leid. Und all die vielen in dieser Welt, die Gutes schaffen möchten und durch euch daran gehindert werden. Mir tut es leid, dass dieses jahrtausendealte Leid sich noch immer nach dem gleichen Muster fortsetzt. Mir tun all die leid, die weiterhin darunter leiden, dass ihr es trotz allem noch immer nicht erkennt.
Epilog. In Deutschland wummern die Kriegstrommeln und die Kriegspropaganda hält Einzug in die Kinderzimmer. Neulich hat die Politikerkaste das Grundgesetz geändert. Ausdrücklich, um es zu ermöglichen, dass Deutschland sich unbegrenzt verschuldet, um Krieg zu finanzieren. Seit über 3 Jahren wird der Russe als Feind aufgebaut. Russen werden in Deutschland regelmäßig und öffentlich diskriminiert und diffamiert. Menschen, die Verständnis ermöglichen, Vorurteile abbauen, auf die Parallelen der deutschen Geschichte hinweisen oder gar ein friedliches Ende des Ukraine-Konflikts herbeiführen wollen, werden diffamiert als Putin-Versteher, Rechte oder Nazis. Die Faschisten in Regierung, Medien und Bevölkerung beanspruchen für sich das Recht, sich als Mitte der Gesellschaft zu bezeichnen. Sie versammeln sich unter dem Banner der Vielfältigkeit und Toleranz, um ihre faschistoide Ideologie zu propagieren und die Gesellschaft zu spalten in Gute und Böse. Gut ist, wer das Böse nicht toleriert. Böse sind alle, die anderer Meinung sind, als die Propaganda vorgibt. Insbesondere die, die meinen, Menschen wären gleichwürdig.